Wir befinden uns ab jetzt also als Beobachter an dem geplanten Evakuierungsplatz und können das Geschehen aus einer sicheren Position überschauen. Um die Evakuierung sicher durchführen zu können, muss dieser Platz jetzt gesichert werden und eine Bodenstelle eingerichtet werden, die das weitere Vorgehen vor Ort koordiniert. Hierfür wird ein Combat Control Team, also eine Art Einsatzleitgruppe, eingeflogen und abgesetzt. From now on, we are observers located at the planned evacuation site, able to follow events from a safe position. To be able to conduct a safe evacuation operation, this area must now be secured. Also, a ground station must be set up to coordinate all further action on the site. Und ihre Exponate auf zurückgelassene Gegenstände oder sonstige Auffälligkeiten. Im Zweifelsfall informieren Sie unser Sicherheitspersonal. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, please check your exhibition area and equipment for any lost or forgotten items and any unusual changes. If you find anything unusual, please inform our security personnel. Thank you for your cooperation. Ein Transporthubschrauber NH-90 fliegt, begleitet von 2 Kampfhubschraubern, den festgelegten Evakuierungsplatz an und setzt hier die Einsatzleitgruppe ab. Accompanied by 2 combat helicopters and an H-90 transport helicopter approaches the planned evacuation site, where we will drop a Pathfinder squad. From this point onwards, the Tiger combat helicopters will be a central element of the operation. Während des Anfluges, der Landung und dem Absetzen des Teams wird der gesamte Bereich ununterbrochen durch die beiden Kampfhubschrauber überwacht und gesichert, damit diese, wenn nötig, direkte Feuerunterstützung leisten können. Without interruption, the 2 combat helicopters will patrol and secure the entire area while the team approaches, lands and is dropped. They are able to provide direct fire support if necessary. Seinen ersten Auftrag erfüllt und verlässt den Evakuierungsplatz wieder. Ein Kampfhubschrauber begleitet ihn, bis er den gefährdeten Bereich verlassen hat, während der zweite Tiger die gesamte Area und die abgesetzten Truppen absichert. The H-90 has now accomplished its first mission and is leaving the evacuation site. It's being escorted by one of the combat helicopters until it leaves the area of high risk. At the same time, the second Tiger is securing the entire area and the troops that have been dropped. Nachdem der NH-90 diesen Bereich verlassen hat, kehrt der als Begleitschutz eingesetzte Kampfhubschrauber wieder zurück und sichert gemeinsam mit seinen Kameraden der Tigerrotte, also seinen Wingman, hier den Raum um die Landezone. Für diesen Zweck wählen die Piloten eine Flughöhe, die die Sensoren optimal zur Wirkung bringen und bereits auf große Entfernung Bewegungen erkennen lassen. Once the NH-90 has left the area, the combat helicopter that served as his air escort returns to follow his fellow soldier from the Tiger element, his wingman, in securing the area around the landing zone. These pilots will choose the ideal flight altitude in order to bring all of their sensors to bear and enable detection of potentially hostile movement at long distances. Die zu evakuierenden, im militärischen Sprachgebrauch die Echos, sind mit den sie schützenden Fallschirmjägern mit Fahrzeugen kurz vor der Landezone. Jetzt werden wartende Transporthubschrauber abgerufen, um die Aufnahme der Echos möglichst ohne Zeitverzug zu gewährleisten. Aufgrund der exakten Planung und durchgeführten engen Koordination treffen nun auch die luftgestützten Evakuierungskräfte ein. Protected by the paratroopers, the vehicles carrying the evacuees, known as Echoes in military parlance, are about to reach the landing zone. At this point, waiting transport helicopters will come forward in order to guarantee that the Echoes will be picked with as little delay as possible. Thanks to the accurate planning and close coordination measures taken earlier, the evacuation forces are now also arriving on site as well. In diesem Fall ist es abgestimmt auf die Anzahl der zu evakuierenden Personen ein mittlerer Transporthubschrauber vom Typ Sikorsky CH-53. Dieser ist jetzt auf der durch die Einsatzleitgruppe festgelegten und über Funk angesprochenen Landefläche gelandet, um die zu evakuierenden Personen aufzunehmen. Dazu fahren die Fahrzeuge nach der Landung des Hubschraubers an diesen heran und die Personen steigen in die CH-53 um. Because of a large number of people to be evacuated, a CH-53 medium transport helicopter is being used. It's now landed in the area determined by the Pathfinder squad, communicated to by radio to pick up the evacuees. And to this end, the vehicles are driving directly to the helicopter once it's landed and the troops help the evacuees aboard the CH-53.
Landezone wurde ein Soldat durch Schüsse verletzt. Auch wenn die Verletzung nach der ersten Sichtung durch begleitende Rettungssanitäter nicht lebensbedrohlich erscheint, hat der Verletzte nach den Echos die höchste Priorität, um ihn schnell in eine medizinische Versorgungseinrichtung bringen zu können. Die Entscheidung zum Einsatz der bereitgehaltenen Hubschrauber für die Aeromedical Evacuation wurde getroffen. Für den Einsatz dieser im Sprachgebrauch Medevac genannten Hubschrauber NH-90 verbleibt der zweite Tiger am Evakuierungsplatz. Now, while driving to the landing zone, one of the soldiers suffered gunshot wounds. Even though the initial triage conducted by the emergency medical technician suggested the injury was not life-threatening, the injured soldier now has top priority after the echoes because he has to be transported to a medical support facility as quickly as possible. The decision to employ aeromedical evacuation helicopters is immediately made, and NH-90s, also referred to as medivacs, arrive while the second Tiger stays at the evacuation site. Es sind jetzt alle Personen in der CH-53 und diese kann den Bereich wiederum mit einem Kampfhubschrauber Tiger als Begleitschutz verlassen. Now all of the evacuees are aboard the CH-53, so it can depart, accompanied once more by a Tiger combat helicopter as its air escort. Wenn Sie nach links schauen, sehen Sie nun zwei NH-90, die in dieser Kombination als sogenannte Forward Air Medevac Rotte, FAM-Rotte, auch in Afghanistan zum Einsatz kamen. Die zwei NH-90 in der Rolle Medevac und Begleitschutz treffen am Evakuierungspunkt zur Aufnahme der gemeldeten Verwundeten ein. In diesem Fall schützen sich die beiden Hubschrauber gegenseitig und benötigen auf dem Luftmarsch keinerlei Unterstützung durch die Kampfhubschrauber. Two NH-90s, a combination that was also employed in Afghanistan as forward air medevac elements, known as FAM elements, in their roles as both medevac and air escort. They're approaching the evacuation site to pick up the reported casualties. In this case, the two helicopters protect each other and need no combat helicopter support during this air movement. Seinen Sensoren aufklärt, schützt der zweite niedriger fliegende NH-90 den unmittelbaren Bereich um die Landezone und seine landenden Kameraden. At this stage of the operation, the second Tiger, flying at a higher altitude, conducts long-range reconnaissance with its powerful sensors, while the second NH-90, which is flying at a lower altitude, protects the area surrounding the landing zone and the fellow soldiers that are about to land. Grundsätzlich befindet sich an Bord der NH-90 qualifiziertes Sanitätspersonal, unter anderem ein Rettungsarzt, um auch während des Fluges Verletzte bzw. Verwundete medizinisch versorgen zu können. Dies ist eine seltene Fähigkeit, die der NH-90 mit seinen großen Lagerraum und einer speziellen Ausrüstung besonders geeignet ist. The NH-90 always includes qualified medical personnel, amongst them an emergency doctor to enable medical treatment of injured personnel during flight. This is an unusual capability for which the NH-90 is particularly well suited due to its big cargo hold and specialist equipment. Die Aufnahme der Verwundeten ist nun beendet und die beiden Transporthubschrauber verlassen zusammen mit den Kampfhubschraubern die Landezone. Damit ist die erste Phase abgeschlossen, bei der die Echos zu einem Sammelpunkt gebracht und aus einem besonders bedrohlichen Umfeld gerettet wurden. Der Vollständigkeit halber soll erwähnt werden, dass nach den Echos und den Verletzten noch der Abtransport der übrigen Soldaten erfolgt. With the pickup of the casualties completed, both transport helicopters and the combat helicopters depart from the landing zone together. This concludes Phase 1, during which the Echoes were brought to an assembly point and rescued from a particularly dangerous environment. The last to leave the area are the protective troops who secured the landing zone. Nun bewegen wir uns gemeinsam in Gedanken zu einem Flugplatz mit einer nutzbaren Start- und Landebahn, der durch weitere Evakuierungskräfte gewonnen und gesichert wurde.
Noch geht es darum, die Echos aus dem Land in ein anderes, sicheres Gastland zu bringen. Dazu und zum Abtransport der Evakuierungskräfte eignen sich Flächenflugzeuge aufgrund ihrer höheren Zuladung und größeren Geschwindigkeit. Now let us use our imaginations again and travel to an airfield with a functioning runway that's been taken and secured by other elements of the evacuation forces. It is still our task to get the Echoes out of the country and into a safe host nation. Fixed-wing aircraft are the most suitable means to achieve this and to evacuate the ground forces themselves because of their higher weight carrying capacity and speed. Wir sind gedanklich nun an diesem sicheren Flugplatz angekommen und sehen die in den Luftraum einfliegenden zwei Kampfhubschrauber Tiger, die, wie auch schon am Evakuierungsplatz, die gesamte Operation sichern, indem sie sich innerhalb ihrer Überwachungskreise unaufhaltsam bewegen. So we've moved from the evacuation point to the airfield, and we now witness the approach of the two Tiger combat helicopters entering the airspace above it. Just as they did at the assembly point, these helicopters will keep patrolling to secure the entire area of the operation. Zum weiteren Transport der zu evakuierenden Personen wird nun gleich eine C-160 Tanzer landen. Wenn Sie nach rechts kommen, sehen Sie sie schon anfliegen. So zeichnet sich die Zusammenarbeit von Heer und Luftwaffe aus, indem die verschiedenen Luftfahrzeuge mit ihren besonderen Fähigkeiten für den Lufttransport über kurze, mittlere und große Entfernungen kombiniert werden. Diese Rollenverteilung wurde bereits in den Einsätzen I-4 in Sarajevo, ISAF in Kabul und K-4 in Pristina in Ansatz gebracht und wird in optimierter Form durch verbesserte Ausrüstung die profunde Grundlage bei weiteren Einsätzen sein. To continue with the transport of the evacuees, a C-160 Transall is approaching from the right and about to land. Combining different types of aircraft and their special air transport capabilities for short, medium or long ranges is a characteristic feature of the cooperation between the Army and the Air Force. We've already seen examples of these roles during the I-4 mission in Sarajevo, ISAF mission in Kabul and the K-4 mission in Pristina. This operational format will serve as a solid foundation for future operations, even as the equipment is improved and updated. Da nicht sichergestellt werden kann, dass sich im Umkreis des Flugplatzes keine bewaffneten Feindkräfte befinden, wird der Anflug und auch später der Abflug sehr steil durchgeführt werden. Dies ist ein selten zu sehendes Schauspiel und jedes Mal eine besondere Leistung der Besatzung. Since the absence of armed enemy forces from the vicinity of the airfield cannot be guaranteed, both the approach and, as you will see later, the departure will be very, very steep. Known as the Sarajevo approach, this is a rare spectacle. Each time it is performed, it demonstrates the special training of the pilots. Nachdem die C-160 gelandet ist, erreichen auch die vom vorherigen Evakuierungspunkt anfliegenden Hubschrauber NH-90 und CH-53 den gesicherten Flugplatz und werden direkt hinter dem Transportflugzeug landen. Now that C-160 is down, the NH-90s and CH-53 coming from the previous evacuation site are arriving at the secure airfield as well. There they will land right behind the transport aircraft. Der Flugplatz ist gesichert, indem Bodentruppen, die in diesem Bild nicht mit dargestellt werden, und Kampfhubschrauber die Überwachung des Raumes um das Flugplatzgelände sicherstellen. The aircraft is secured by ground forces, you can actually see them right now, and combat helicopters, which ensure that the area surrounding the airfield compound is constantly monitored for enemy activity.
Personen aus den Hubschraubern in das Transportflugzeug gebracht. In der Transal finden bis zu 91 Personen sitzen oder 40 Personen liegen Platz, oder es können bis zu 2 Intensivpatienten mit der entsprechenden Ausrüstung transportiert werden. Now the evacuees exit the helicopters and they're helped into the transport aircraft. In there's room for up to 91 seats or 40 stretchers, and with the appropriate equipment, up to 2 intensive care patients can also be transported. Die evakuierten Personen hierher gebracht haben, könnten gegebenenfalls noch Kraftstoff aufnehmen, um danach weitere Transportaufträge im Rahmen der Evakuierung zu leisten oder um auf einer eigenen Flugroute das Einsatzland zu verlassen. The helicopters used to transport the evacuees to this airfield may be refueled if necessary, and then can perform additional transport tasks within the scope of the evacuation operation, or they can leave the country of deployment by their own route. Da die Transal eine zwar kurze, aber dennoch ausreichend lange Startstrecke im Hinblick auf äußere Bedingungen wie Höhe und Temperatur braucht, dreht das Luftfahrzeug nun auf der Start- und Landebahn und rollt zum vorberechneten Startpunkt zurück. Dort angekommen wird das Luftfahrzeug wieder drehen und den Startlauf beginnen. Transal requires a comparatively short takeoff run. However, external conditions such as altitude and temperature affect aircraft performance. So the aircraft will now turn on the runway, as you can see, and taxi back to the takeoff point that was calculated in advance. There, it will turn again and begin its takeoff run. Während der gesamten Zeit bewegt sich die Rocket-Kampfhubschrauber Tiger weiterhin im Luftraum über dem Flugplatzgelände. Da in der Regel intensive Flugbewegungen nicht lange unbemerkt bleiben, stehen die Kampfhubschrauber bereit, um jederzeit gegen Angriffe auf den Flugplatz mit Show of Force oder mit präzisem Waffeneinsatz begegnen zu können. At this time, the Tiger combat helicopter element will continue to move within the airspace above the airfield compound. High-intensity flight operations such as this soon attract attention, so the combat helicopters are ready to counter attacks against the airfield at all time, either by a show of force or by the precise use of weapons. Hier schon mal ein kleiner Hinweis an die Fotografen. Ihnen wird sich gleich ein Bild bieten, was Sie nicht oft zu sehen bekommen. Die Transal und die beiden Tiger werden gleich gemeinsam den Startlauf beginnen. Fine opportunity for a photograph here, ladies and gentlemen. During the takeoff, and while the fixed-wing aircraft remains at low altitudes, it will be escorted by the combat helicopters. It's only when the transport aircraft carrying the Echoes and the operational forces has departed that the helicopter forces will begin their movement out of theatre. Während des Starts und solange sich das Flächenflugzeug in geringen Höhen befindet, wird es weiterhin durch die Kampfhubschrauber begleitet. Erst mit dem Abflug des Transportflugzeuges mit den Echos und den Einsatzkräften treten die Hubschrauberkräfte den Rückmarsch aus dem Einsatzgebiet an. Der Schutz und Transport in der Luft und am Boden ist in dieser Vermögentrieb und Kampfkraft nur durch den Kampfhubschrauber zu leisten. Die intelligente Technik in Verbindung mit hervorragend ausgebildeten Besatzungen garantieren die Dominanz im bodennahen Luftraum. With this combination of both mobility and combat power, the task of providing security for the transport, both in the air and on the ground, can only be performed by combat helicopters. It is the combination of their intelligent technology and excellently trained crews that ensures dominance in the low-level airspace. Mit dem Abflug der Transal übernehmen die beiden Kampfhubschrauber jetzt den Begleitschutz für die Transporthubschrauber, die in einem Warteraum bis zum Abflug der C-160 gewartet haben. Mit ihnen verlassen die letzten Teile des Evakuierungsverbandes den Einsatzort. Once the Transall has departed, the two Tigers can return to their role of air escort for the transport helicopters that have been waiting for the C-160 to depart in a separate waiting area.
They will transport the last elements of the evacuation forces out of the area of the operation. Verehrte Gäste, das deutsche Heer dankt Ihnen für das gezeigte Interesse und allen an dieser fliegertaktischen Demonstration beteiligten Kräften, Einheiten und Verbänden der Bundeswehr. Well, ladies and gentlemen, on behalf of the German Army and of course their support from elements of the Luftwaffe, thank you very much indeed for your attention, and we truly hope you enjoyed that demonstration of combined arms air power.